Unsere Stadt hat sich weiterentwickelt, nachdem wir jetzt mit der Produktion und der Versorgung mit Geschirr begonnen haben. Zudem betreiben wir nun Handel und haben unsere erste Handelsroute nach Timna eröffnet. Unser erstes Exportgut ist Bier, was wir nun hier produzieren. Unsere Wohngebiete haben sich weiterentwickelt zu dem hübschen, bescheidenen Haus. Und unsere Bürger benötigen nun Zugang zur medizinischen Versorgung. Die Einrichtung für die medizinische Versorgung finden wir hier bei den Gebäuden für Gesundheit und Hygiene. Dort haben wir die Zahnarztpraxis, die Apotheke, die Arztpraxis und das Einbalsamierungshaus. Für die gesundheitliche Versorgung der Arbeiterviertel benötigen wir entweder die Arztpraxis oder das Einbalsamierungshaus. Ich würde raten, die Arztpraxis zu errichten, da das Einbalsamierungshaus das erste Dienstleistungsgebäude ist, welches Güter benötigt, nämlich Leinen, den wir jetzt hier noch nicht haben. Also errichten wir als erstes eine Arztpraxis. So, die Arztpraxis kommt hier hin, dann können wir hier noch ein paar Gärten bauen. Wir benötigen aber auch noch eine Apotheke, wenn in unserer Provinz Schilf abgebaut wird. Hier ist unser Schilfvorkommen und im Schilf haben wir Mücken, die Malaria übertragen können. Das habe ich schon im ersten Tutorium Grundlagen erwähnt. Hier unter Spezialkarten können wir bei den Risiken 2 Rubriken sehen, die uns über den Gesundheitszustand der Stadt Auskunft geben. Einmal über Krankheit, da haben wir jetzt hier die Arztpraxis und hier sehen wir schon den Arzt, wie er jetzt entsprechend an den Gebäuden entlang geht und wir sehen, dass wir keine Sorge haben müssen. Unsere Stadt ist gesund. Das hängt auch damit zusammen, dass wir unsere Bürger ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgen. Eine Unterversorgung mit Nahrungsmitteln kann durchaus zu Seuchen führen. Neben der Krankheit haben wir auch Malaria. Und wir sehen schon hier die Säulen, die allmählich höher steigen. Das heißt, hier müssen wir jetzt auch eine Apotheke errichten. Die Apotheke errichte ich hier. Damit haben wir erstmal die Gesundheitsversorgung unserer Stadt sichergestellt. Achte bitte darauf, dass auch die außenliegenden Wohngebiete eine medizinische Versorgung benötigen. Also auch hier bauen wir eine Arztpraxis, eine Apotheke, dann hier hin und hier bauen wir auch nochmal eine Apotheke hin. Ja, mittlerweile wohnen schon 1000 Menschen in unserer Stadt. Ja, und wir können sehen, dass unsere Wohngebäude sich weiterentwickelt haben. Wir haben jetzt das geräumige Haus und unsere Bürger benötigen ein neues Produkt, nämlich Bier. Bier produzieren wir ja schon, aber bevor wir jetzt die Entwicklung weiter vorantreiben, werden wir noch ein paar Erweiterungen in unserer Stadt vornehmen. Als erstes werden wir mal die Bierproduktion erhöhen, da wir jetzt neben dem Export von Bier ja auch unsere Stadt versorgen müssen. Also bauen wir noch eine Gerstenfarm, verbinden diese und natürlich auch bewässern. Sehr gut, und dann bauen wir nochmal 2 Brauereien. Wir haben jede Menge Geschirr in unserem Lager. Auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt mit unserer Stadtkasse ins Minus geraten, werde ich die Handelsroute zur Oase Baharia eröffnen, damit wir jetzt auch schon Töpferware verkaufen können. Und auch hier ist es so, dass uns der Pharao das erste Mal, wenn wir im Minus sind, mit etwas Geld aushilft. Ja, das sind nochmal 5000 Deben, das ist jede Menge. Aber wir können ja jetzt auch Geschirr exportieren. Dann gehen wir mal zu unserem Aufseher des Handels. Und wo ist Geschirr? Da ist Geschirr. Und wir lassen mal 400 Einheiten im Lager.
Gut, jetzt sollten wir aber finanziell doch ganz gut auskommen. Feiern wir erstmal ein Fest für Bast. Und zwar ein üppiges, in der Hoffnung, dass uns die Gottheit mit einem kleinen Segen erfreut und ein Fest für die anderen Gottheiten ausrichtet. Gut, naja, und Re ist etwas gleichgültig mit uns. Da bauen wir ihm doch nochmal einen Schrein. Der kann dann hier hin. Ja, nun benötigen wir wieder Arbeitskräfte. Weisen wir hier mal neue Parzellen aus. Unsere kleine Siedlung hier bei den Gerstenfarmen werden wir jetzt auch mit einer Zisterne versorgen und einem Bazar. Ja, ich glaube, ich gönne mir jetzt mal mein eigenes Haus. Im Gegensatz zu Caesar 3 können wir nur einmal unser eigenes Wohnhaus errichten. Das finden wir hier bei den öffentlichen Einrichtungen und das ist der Dynastie Wohnsitz. Und wie den Stadtpalast können wir ihn nur im Bereich von Grundwasser errichten. Ich möchte ihn direkt hier neben meinem Palast haben. So, das gefällt mir sehr gut. Ja, und wir haben das üppige Fest. Das ist auch immer ganz lustig animiert. Hier auf dem Festplatz kommen dann alle Priester und Unterhaltungsakteure zusammen und zelebrieren das Fest. Ja, und bei unserem Dynastiewohnsitz ist es wichtig zu wissen, dass ihr erst dann euer persönliches Gehalt vom Pharao bezieht, wenn ihr euren Wohnsitz errichtet habt. Das muss man wissen, damit überhaupt Geld in eure private Kasse fließt. So, jetzt gucken wir mal kurz nochmal auf die Risiken. Feuer, upsa. Glück gehabt. Das sieht ganz gut aus. Ja, das ist alles gut. Schäden ist auch gut. Und Kriminalität. Ja, und wir haben natürlich vergessen, hier bei den außenliegenden Wohngebieten einen Polizeiposten zu bauen. Das sollte man nicht vergessen, sonst kann es sein, dass räuberische Banden unseren Palast oder unseren Wohnsitz oder ein Steuereintreiberbüro überfallen und Geld entwenden. Okay, dann bauen wir jetzt mal hier eine Polizeistation und hier. Ja, und da geht er schon und die Gefahr wird minimiert. Sehr gut. Krankheiten sollte eigentlich kein Problem sein. Und Malaria auch nicht mehr. Sehr gut. Ja, und wir sehen, einen kleinen Vorrat an Gerste wird ins Lagerhaus gebracht. Aber ich denke, ich baue doch noch eine Gerstenfarm. Ja, und wir sehen hier, unsere Wohngebiete haben sich zurückentwickelt. Es fehlt Unterhaltung. Ja, und wir sehen, diese Gebäude haben keinen Zugang zu den Musikerinnen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier diese Bühne abreißen, die Sperre auch, und werde hier nochmal einen Musikpavillon errichten. Wichtig ist, die Sperre wieder hier bauen. Und dann sollte jetzt hier auch ein besserer Zugang zu den Musikerinnen sein. Ja, okay. Ich hoffe, dass sich das jetzt gleich hier verbessert. Ja, und wir sehen, wir haben relativ viel Geschirr jetzt schon verkauft und das erste Bier ist auch im Lager. Wir werden jetzt bei Bier ein Limit von 200 Einheiten einstellen. Ja, und wir sehen, dass jetzt hier unsere Wohngebäude sich wieder zu dem Status entwickelt haben, wie sie vorher waren, zum geräumigen Haus, und wir werden jetzt unsere Bürger mit Bier versorgen. Dafür werden wir jetzt hier einfach beim Bazar
das Bier zum Kauf freigeben. Gehen wir nochmal hier zu unserem Hauptaufseher. Er zeigt uns alle wichtigen Punkte unserer Stadt an, wie die Stimmung ist, ob Menschen einwandern, Arbeitslosenquote und wie die Vorräte sind. Und was gelb gekennzeichnet ist, sollte entsprechend verändert werden. Also wir essen mehr, als wir produzieren. Da sollten wir gleich nochmal ein paar Kichererbsenfarmen errichten. Ja, Gesundheit, Religion, Finanzen, Kriminalität, Militär, Königreich und das Nilometer zeigt uns nochmal an, wie die nächste Überschwemmung sein wird. Ja, und da sollte man ab und zu auch mal drauf gucken, wie so die Gesamtlage der Stadt ist. Ja, und Bier ist angekommen bei unseren Bürgern und wir haben die nächste Entwicklung, eine sehr markante Veränderung unserer Wohngebäude, jetzt mit diesen sehr schönen, weißen, edlen Gebäuden. Und wir haben jetzt das bescheidene Wohnhaus. Und dieses Haus wird sich weiterentwickeln, wenn es Zugang zu einem Magistrat im Gericht hat. Der Magistrat ist ein Richter, der Streitfälle unter den Bürgern schlichtet und somit auch zur Verringerung der Kriminalität beisteuert. Das Gebäude dafür finden wir hier bei den öffentlichen Einrichtungen und da finden wir das Gericht. Dieses errichten wir jetzt hier. Und hier sehen wir den Magistrat. Unter Spezialkartenverwaltung können wir auch nochmal Magistrat anklicken. Ja, und das ist das, was ich gehofft habe. Bast hat uns mit einem kleinen Segen erfreut und ein Fest ausgerichtet für alle Götter, so dass auch alle Götter mit uns sehr wohlgesonnen sind. Sehr gut. Ja, und hier sehen wir jetzt den Magistrat, wenn wir auf diese Spezialkarte gehen und die Gebäude haben entsprechend Zugang dazu. Es brennt, das ist nicht gut. Hier können wir zu dem Ereignis gehen. Okay, wir müssen hier definitiv eine Feuerwache noch bauen. Ja, und hier errichten wir auch noch mal eine Feuerwache. So, hier errichten wir direkt wieder neu. Ja, und hier unsere kleine Siedlung kriegt jetzt einen Tempel, nochmal einen Tempel des Rehs. Den errichten wir hier. Dann können die sich hier auch entsprechend weiterentwickeln. Und wir haben die nächste Entwicklungsstufe unserer Wohngebäude, nämlich das geräumige Wohnhaus. Und unsere Bürger verlangen nun eine Bildungseinrichtung in Form einer Schreibschule oder einer Bibliothek. Die Gebäude für unsere Bildungseinrichtung finden wir hier unter dem gleichnamigen Icon mit der grünen Feder. Wir haben eine Schreibschule und eine Bibliothek. Beide Gebäude benötigen zur Funktion ein Produkt, nämlich Papyrus. Die Schreibschule muss kontinuierlich mit Papyrus versorgt werden, während bei der Bibliothek erst ein Vorrat von 500 Papyrusrollen notwendig ist, um dieses Gebäude zu errichten. Für unsere Arbeiterviertel reicht eine Schreibschule aus. Als erstes müssen wir nun Papyrus herstellen. Papyrus wird aus Schilf gewonnen. Und unsere Schilfvorkommen haben wir ja hier auf der anderen Seite des Nils. Das heißt, unsere Arbeiter müssen erstmal dorthin gelangen, um das Schilf zu ernten. Wie können wir den Nil entsprechend überqueren? Wir haben hier bei den öffentlichen Einrichtungen die Motten Fähren und Brücken. Mit den Brücken bei Pharao können wir nur geringere Entfernungen überspannen, wie wir hier sehen können. Das Prinzip ist allerdings das gleiche wie bei Caesar 3. Wir brauchen halt einen Anfang und einen Endpunkt. Größere Distanzen müssen wir über den Fährhafen überbrücken. Den Fährhafen müssen wir hier an den geraden Linien des Nilufers errichten und wir sehen, dass direkt auch der Platz für den gegenüberliegenden Fährhafen angezeigt wird. Es gibt dann immer mehrere Möglichkeiten, wo wir diesen errichten können. Ja, errichten wir jetzt hier den Fährhafen und können jetzt hier aussuchen, wo wir den anderen Fährhafen errichten wollen. Ja, bauen wir ihn hier hin
Bei den Fährhafen ist es wichtig zu wissen, dass der Fährhafen Mitarbeiter benötigt, nämlich 5. Hat der Fährhafen keine Mitarbeiter, transportiert er nur Migranten, keine Händler und auch keine Arbeiter zu den Rohstoffstellen oder zu den Arbeitsstellen auf der anderen Seite des Nils. Hier haben wir jetzt eine kleine Siedlung errichtet. Hier müssen wir jetzt ebenfalls eine kleine Siedlung bauen, damit der Fährhafen Mitarbeiter hat. Natürlich brauchen wir hier auch eine Arztpraxis, eine Feuerwache, ein Architekturbüro, einen Polizeiposten und natürlich auch eine Apotheke. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis hier die Siedler die Parzellen besiedelt haben. In der Zwischenzeit werden wir jetzt schon mal unsere Papyrusproduktion errichten. Für unsere Papyrusproduktion habe ich jetzt unser zweites Wohngebiet hier entsprechend schon vorkonzipiert. Ich habe jetzt hier schon einen Musikpavillon errichtet und wir werden jetzt hier einige Parzellen ausweisen und werden jetzt in dem gleichen System dieses zweite Stadtgebiet aufbauen. Also Feuerwache, Architekturbüro, dann bauen wir jetzt hier schon mal die Zisterne und natürlich auch einen Polizeiposten. Der kann dann jetzt hier hin. Ja, und jetzt sehen wir hier zum Beispiel diese Fährboote, die jetzt unsere neuen Bürger zu dieser kleinen Siedlung bringen. Und dieser Fährhafen hat jetzt 5 Mitarbeiter. Unsere Papyrusproduktion möchte ich hier entsprechend etablieren, weil ich auch hier später die Docks für unsere Seehandelsrouten errichten möchte. Wir schauen mal, welche Seehandelsrouten für uns interessant sein können. Hier oben im Delta haben wir unseren Handelspartner Pervaduit. Pervaduit verkauft uns Feigen, Ton, Ziegel, Geschirr und Schilf und kauft bei uns Kalkstein. Das könnte sehr interessant werden, weil wir hier Schilf auch kaufen können. Schilf ist ja ein Rohstoff, der nachwachsen muss, und wenn wir zu wenig Schilf haben, können wir hier entsprechend welchen importieren. Das ist interessant. Der nächste Handelspartner über den Fluss wäre Tinis. Tinis verkauft uns Kichererbsen, Geschirr und Bier, kauft bei uns Papyrus und Kupfer. Abydos verkauft uns Fisch, Gerste, Leinen und normalen Stein, kauft bei uns Ton, Ziegel, Holz, Papyrus und Kalkstein. Nechen verkauft uns Geschirr, Flachs und Leinen und kauft bei uns Papyrus. Und weiter unten im Bereich von Nubien haben wir keinen weiteren Handelspartner. Wir haben allerdings hier oben an der östlichen Mittelmeerküste noch Byblos. Byblos verkauft uns Schmuck, Holz und Kupfer und kauft bei uns Edelsteine und Schmuck. Das ist im Moment noch nicht so interessant. Ja, wir können mit unseren Seehandelsrouten gut Papyrus exportieren und auch Kalkstein. Und wir müssen ja auch Flachs oder Leinen importieren, da wir das für die spätere Entwicklung unserer Stadt ja auch benötigen. Errichten wir jetzt erstmal das Dock. Das Dock finden wir hier unter den Gebäuden für Lagerung und Vertrieb. Und dann würde ich sagen, wir bauen direkt 2. Man kann fast sagen, pro Seehandelsroute sollte man ein Dock errichten, wenn man den Platz dafür hat. Und wie auch bei Caesar 3 errichten wir an den Dock direkt ein Warenlager für unsere Im- und Exporte, die wir über die Seehandelsrouten bekommen. So, hier brauchen wir natürlich auch ein Architekturbüro und eine Feuerwache. Wir brauchen ein Warenlager für Papyrus.
Ja, dieses Warenlager stellen wir dann entsprechend ein. Und zwar werden wir hier Kalkstein alles annehmen, beziehungsweise wir machen mal Füllen bis zur Hälfte. Und Flachs werden wir bis zur Hälfte annehmen. Ja, das reicht jetzt erstmal. Später können wir hier noch andere Produkte einlagern. Dieses Warenlager ist jetzt nur für Papyrus. Und zwar werden wir das 3/4 mit Papyrus füllen und wir werden Überschüsse vom Schilf entsprechend hier lagern. Ja, und dann bauen wir mal 2 Schilfsammelstellen. Die kommen hier unten hin. Und dann bauen wir 4 Papyruswerkstätten. So, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. So, hier sind auch alle Gebäude entsprechend in Betrieb. Unser Fährhafen ist jetzt entsprechend auch besetzt. Ja, und jetzt warten wir, bis unsere Arbeiter anfangen, das Schilf entsprechend zu ernten. In der Zwischenzeit werden wir jetzt hier noch weitere Kichererbsenfarmen errichten. Wir brauchen jetzt immer mehr Nahrungsmittel. So, und hier müsst ihr aufpassen, ihr könnt nicht überall mit dem Weg aus diesem fruchtbaren Schlamm hier auf dieses feste Land. Da müsst ihr jetzt gucken, wie ihr da am besten rauskommt. So, dafür bauen wir aber auch nochmal ein neues Arbeitslager hier. Ja, Reh ist sehr zufrieden mit uns und hat den Ruf in unserem Königreich verbessert. Jetzt haben wir 55. So, und jetzt sehen wir hier unsere Arbeiter, wie sie im Schilf entsprechend dieses ernten. Und wie ich schon gesagt habe, Schilf ist ein Rohstoff, der verbraucht wird. Also dieses Gebiet wird hier nach und nach abgeerntet, das kann man dann hier so sehen. Und es braucht eine Zeit, bis es entsprechend nachwächst. Also wenn wir zu viele Schilfsammelstellen bauen, kann es sein, dass irgendwann der Rohstoff nicht mehr in der Menge abgebaut werden kann wie zu Anfang. Ja, und hier sehen wir schon, wie in den Papyruswerkstätten das begehrte Papyrus hergestellt wird. Ja, und wir haben jetzt genügend Papyrus in unserem Lagerhaus, dass wir jetzt die Schreibschule errichten können. Und wir haben auch genug Arbeiter. Bauen wir unsere Schreibschule und zwar bauen wir die hier hin. Und wenn wir die Schreibschule anklicken, können wir sehen, wie viel Papyrus vorhanden ist und dass sie halt nicht in Betrieb ist, da wir weder Mitarbeiter noch Papyrus haben. So, und hier sehen wir schon den Karrenschieber, der jetzt Papyrus zu unserer Schreibschule bringt. Ja, und wir sehen, die Schreibschule ist in Betrieb und unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Unter Spezialkartenbildung können wir hier sehen, dass hier unser Lehrer jetzt entsprechend die Straße entlang geht und unsere Gebäude Zugang zur Schreibschule haben. Und wir haben die Weiterentwicklung zur gewöhnlichen Residenz. Die gewöhnliche Residenz möchte nun weitere abwechslungsreichere Unterhaltung haben. Das ist die dritte Stufe unserer Unterhaltungseinrichtung, nämlich Tänzerinnen, die halt auf einem Pavillon entsprechend ihre Künste darbieten. Den Pavillon werden wir hier errichten. Und da müsst ihr jetzt auch aufpassen. Ihr müsst den Pavillon so errichten, dass er hier entsprechend nur mit einer Sperre verschlossen werden kann. So, hier können jetzt Jongleure, Musikerinnen und Tänzerinnen arbeiten. Die Tänzerinnen werden in einer Tanzschule entsprechend ausgebildet. Das finden wir hier. Das ist ein ziemlich großes Gebäude und das werden wir jetzt auch entsprechend hier errichten. Und dann werde ich nämlich hier noch ein paar Verschönerungen durchführen. So, und da sehen wir schon, wie die Tänzerinnen tanzen und sich jetzt auf den Weg zum Pavillon machen. Und das wäre auch für ein Wohngebiet für die Arbeiter vollkommen ausreichend. Ein Musikpavillon und einen großen Pavillon für die Tänzerinnen. Und da sehen wir jetzt die Tänzerin. Hier ist sie. Sie geht jetzt zum Pavillon
Und da wird entsprechend getanzt. Und nachdem jetzt unsere Bürger abwechslungsreiche Unterhaltung bekommen, möchten sie eine zweite Nahrungsmittelart haben, um sich weiterzuentwickeln. Wir können unsere Bürger mit Feigen als zweite Nahrungsmittelart versorgen. Bevor wir das aber machen, werden wir noch ein paar Verbesserungen in unserer Stadt durchführen. Ich habe nämlich festgestellt, dass unsere Gottheiten nicht mehr mit uns so zufrieden sind und dass sogar Bast uns zürnt. Wir werden also jetzt hier in unserem zweiten Wohngebiet mal Tempel errichten. Und zwar werden wir einen Tempel der Osiris errichten. Und dann werden wir auch einen Tempel der Part errichten. Der kann dann hier hin. So, und dann errichten wir wie bei dem anderen Stadtgebiet hier eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Und dann bauen wir noch einen Tempel für Seth und einen Tempel für Bast. Ja. Und für Bast werden wir direkt auch ein Fest abhalten. Und wir werden hier ein paar Parzellen ausweisen, damit hier auch entsprechend Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Für unsere zweite Nahrungsmittelart werden wir jetzt hier entsprechend unsere Feigenfarmen errichten. Dafür werde ich jetzt noch ein Arbeitslager errichten. Das werde ich allerdings hier hinbauen. Und will natürlich hier direkt eine Sperre errichten, so, damit die Arbeiter hier schnell zu diesen Farmen kommen. Okay, dann bauen wir mal Feigenfarmen auf. Das ist jetzt das Maximum, was ich jetzt auf diesem Bereich des fruchtbaren Nilschlamms errichten kann. Wir haben 9 Feigenfarmen und 12 Kichererbsenfarmen. Ich werde dann nachher noch eine Kichererbsenfarm und eine Feigenfarm umwandeln, dann haben wir ungefähr das gleiche Verhältnis. Ich werde jetzt hier in diesem Bereich das zweite Silo errichten und auch hier werde ich ein Warenlager direkt dran bauen. Dieses Warenlager wird jetzt Feigen komplett annehmen. Und beide Silos werden jetzt wie folgt eingestellt. Fisch braucht nicht angenommen zu werden und Feigen werden jetzt bis zur Hälfte gefordert und die Hälfte Kichererbsen. Weil ja unsere Bürger die 2 Nahrungsmittelarten zu gleichen Teilen verbrauchen. Von daher können jetzt beide Silos auch die Hälfte der beiden Nahrungsmittel einlagern. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Wir werden jetzt hier für dieses schon sehr weit entwickelte Stadtgebiet einen zweiten Basar bauen. Den errichten wir hier und stellen ihn auch nochmal entsprechend ein. Und hier kann jetzt auch entsprechend die zweite Nahrungsmittelart eingekauft werden. Das werden wir hier auch noch einstellen. Ja, und wir haben jede Menge Papyrus in unserem Lager. Das heißt, dass wir jetzt unsere Handelsrouten auf dem Nil entsprechend eröffnen. Und zwar einmal mit Pervaduit und Nechen, da wir hier Flachs kaufen können und Nechen auch Papyrus bei uns kauft. So, und dann können wir Papyrus direkt exportieren. Wir lassen mal 200 Einheiten im Warenlager. Wir brauchen das Papyrus ja auch nur für unsere Schreibschule. Sehr schön. Ja, und wir sehen, unsere Gottheiten sind wieder etwas milde gestimmt mit uns. Wir werden nochmal für jeden einen Schrein errichten. Ja, und wir sollten unser neues Stadtgebiet auch entsprechend mit Gesundheitseinrichtungen versorgen, und zwar mit einer Apotheke und mit der Arztpraxis. Ja, und die Attraktivität ist immer wichtig bei unseren Wohngebieten. Je höher die Entwicklung der Wohnhäuser
ist, desto stärker ist der Wunsch nach Verschönerungen. Wir werden jetzt hier nochmal den inneren Straßenkranz mit Plätzen versorgen. Wir werden jetzt dieses Stadtgebiet hier auch mit einem Bazar versehen. Der kommt hier hin und entsprechend einstellen, dass er jetzt erstmal nur Kichererbsen einkauft. Ja, diesmal fällt die Nilüberschwemmung nur durchschnittlich aus. Das war, weil Osiris nicht ganz so zufrieden mit uns gewesen ist. Aber ich denke mir mal, die nächsten werden wieder gut werden. Ja, wir haben relativ viel Gerste hier. Das heißt, wir könnten noch 2 Brauereien bauen. Und wir können auch dieses kleine Wohngebiet hier etwas schöner machen. Ja, wir haben noch Mitarbeiter, die Arbeit suchen. Da wir Leinen sowieso später einmal brauchen, werden wir jetzt schon mit der Leinenproduktion beginnen. Ja, und Bast hat ein Fest wieder für alle Gottheiten ausgerichtet. Das sollte uns jetzt wieder jede Menge Wohlwollen der Götter bescheren. Hier kommt das Warenlager für Leinen hin. Sehr gut. Ja, und dafür brauchen wir jetzt Flachs, den werden wir jetzt importieren. Da werden wir mal 800 Einheiten einstellen und dann bauen wir mal 4 Webereien. Ja, und unsere Webereien arbeiten schon fleißig. Und wir werden Leinen auch direkt exportieren. Und wir lassen 200 Einheiten für die Stadt im Lager, so dass wir jetzt, glaube ich, gute Gewinne aus unseren Exporten erzielen können. Ja, unsere Felder sind gleich soweit für die Ernte. Ja, und nun wird Kichererbsen und Feigen in unsere Silos gebracht. Ja, und jetzt sehen wir das System. Die beiden Lagerhäuser sind jetzt voll mit den Nahrungsmitteln und diese beiden Lagerhäuser versorgen jetzt die beiden Silos. Ja, Osiris ist auch wieder glücklich mit uns und wir werden wieder eine perfekte Überschwemmung bekommen. Und wir sehen jetzt bei der gewöhnlichen Residenz, dass Feigen eingelagert sind. Allerdings benötigen sie jetzt einen Zugang zu einer Zahnarztpraxis. Den gewähren wir gerne und errichten eine Zahnarztpraxis. Die kann genau hier rein. Ja, und nun haben wir auch von Part einen kleinen Segen bekommen, indem er den Rohstoffvorrat von Werften, Webereien und Juweliere aufgefüllt hat. In dem Fall jetzt bei uns unsere Webereien. Da kann man das sehen, überall sind jetzt 200 Einheiten Rohstoffe in den Webereien. Ja, und wir haben die nächste Stufe bei unseren Wohngebäuden. Alle Wohngebäude haben sich jetzt noch nicht weiterentwickelt, weil wir einfach noch zu wenig Feigen haben. Wir haben jetzt hier die geräumige Residenz und die geräumige Residenz benötigt nun zur weiteren Entwicklung Leinen, den wir ja jetzt schon entsprechend produzieren. Das heißt, wir werden jetzt diesen Bazar anweisen, Leinen zu kaufen. Und wir werden jetzt zusätzlich, weil wir verdienen wirklich gutes Geld jetzt mit den ganzen Exporten, hier diesen Kranz komplett mit Plätzen versehen. Das ist halt auch ein Grund, warum ich entsprechend das mit einer doppelten Straße versehen habe. Bevor jetzt unser Stadtgebiet hier komplett mit Leinen versorgt wird, werden wir, da wir gutes Geld verdienen und auch entsprechend genug Arbeitskräfte haben, unseren Tempelkomplex für Re bauen. Der passt hier wunderbar rein. Und wenn wir den noch entsprechend mit Straßen hier verbinden, ja, perfekt. Das sieht sehr gut aus. Ja, und hier auf der anderen Seite des Nils werde ich ein Arbeitslager noch errichten.
und werde jetzt hier auch noch 3 Kichererbsenfarmen und 3 Feigenfarmen errichten. So, wir haben hier noch genug Kapazität für weitere Felder, aber ich denke mir mal, dass unsere Nahrungsversorgung jetzt ganz gut aufgestellt ist. Und wir haben die nächste Entwicklung unserer Wohngebäude. Wir haben nun die Luxusresidenz. Dieses ist der letzte Ausbau unserer Arbeiterwohnungen. Und unsere Bürger wollen nun Luxuswaren in Form von Schmuck oder Elfenbein. Die weitere Entwicklung unserer Wohngebäude wären dann mit der Versorgung von Schmuck die Villen. Bevor wir uns aber mit den Villen beschäftigen, werden wir uns jetzt im nächsten Tutorium mit den Monumenten beschäftigen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.